Als ich ein Bub war, hatte ich eine Liste mit allen Berufen, die ich werden wollte. Eine Top-10-Liste. Zuoberst stand Pilot mit den roten Buchstaben. Pilot. An der zweiten Stelle Sargschreiner. Das weiss ich nicht mehr. Die unteren 9 waren nie wichtig. Achtung! Wenn er zurückkommt, dann puckst du. Mhm. Okay. Ein schöner Flug. Wow, Großvater, voll in das Küchenfenster. Hey! Happy birthday to you. Wie ein richtiges Klavier. Du mal da. Hast du Danke gesagt? Ich würde mich an einem richtigen Klavier gerne beteiligen. Mama, wann komme ich endlich ein richtiges Klavier rüber? Vitus, sieh dich an. Wir müssen gleich los. Das musst du Papa fragen. Okay. Papa, wann komme ich endlich ein richtiges Klavier rüber? Das musst du deine Gotte fragen. Okay. Vorsicht, aufpassen, nicht anlangen. Das Teil da. Das kann etwa 5-mal so gut hören wie ein menschliches Ohr. Aber Fledermaus gehört 10-mal besser. Ja, sogar. Weißt du was, jetzt lege ich dir das einmal an. So. Das gehört aber noch weniger. Nicht? Warte mal. Ah ja, stimmt, ist ja gar keine Batterie dran. Aber weißt du, wenn das fertig ist, dann kommt das alles, was du da siehst, in einen Mikrochip rein und dann bauen wir das da rein. Und dann hörst du genauso gut wie eine Katze. Und darum würde ich mir bei Cat-Tier sagen. Aber bei dir wäre doch besser. Ja, das gefällt mir auch. Aber weißt du was? Apropos Betttier, ich habe etwas für dich. Das funktioniert nämlich. Du siehst das da. Das kann man hier anschalten. Dann leuchtet es. Rote Lämpchen. Dann hat es hier zwei. Da hat es 2 Mikrofönchen dran. So. Und jetzt nehmen wir das noch. Dann hörst du genauso wie eine Fledermaus. Gehst du? Und jetzt gehen wir zum Fenster. Ist doch super, oder? Das würde ich nicht machen, Olga. Sonst hätten die nachher in den Fingern. Vitus, zieh dich endlich an. Das brauche ich wieder. Wann hast du eigentlich deinen Termin? Erst am Nachmittag. Scheiße, ich finde einfach meine 2 wichtigsten Folien in meinen Puff rein. Ausgerechnet jetzt. Das ist paradox. Nein, das ist eben nicht paradox, das ist eben typisch. Papa, was heisst paradox? Paradox, das ist, wenn du... Leo. Ich erkläre es dir ein anderes Mal. Das aber jetzt wissen. 2 Minuten. Okay, 2 Minuten. Kleiner Überfall. Kann ich ab jetzt 70% arbeiten? Statt 30? Wunderbar. Das heißt doch immer, du hast zu wenig Zeit für die Vitus. Ja, wir haben eben ein sehr teures Kind. Ich habe im Moment einen Babysitter gefunden, die Tochter von unserer Perle. Die kleine Monty. Yes.
Super. Talk to you later. Bye. Kein Wunder, verzichten viele Menschen lieber auf eine Hörhilfe, trotz massiver Einbußen von Lebensqualität, als dass sie so einen Waldschneck hinter dem Ohr tragen. Ist dir aber bewusst, dass wir mit diesen Waldschnecken, wie du so schön sagst, 90% von unserem Umsatz generieren? Ja, das ist mir natürlich schon bewusst. Aber wenn von Axis will ein Global Player wird, Dann muss jeder junge Mensch ein von Axis Hörgerät tragen, um ihn zu sein. Am besten noch in grellen Farben. ja, das ist eigentlich genau meine Idee. Also, wir müssen der Konkurrenz, die nicht schläft, mit hochintelligenten und vor allem ästhetisch schönen Hörcomputern zuvorkommen. Das heisst, das Hörgerät nicht verstecken, sondern mit schönen Farben, wie du sagst, wie einen Schmuck präsentieren. Auf dem Tisch da sind meine beiden Prototypen, das Cat-Ear und das Bat-Ear. Am Design kann man noch einiges vervollkommnen, aber es geht jetzt mal prinzipiell um die Idee. Wenn man Ihnen so zulässt, hat man den Eindruck, Sie würden die Projektleitung am liebsten gerade selber übernehmen. Ja, das sehe ich eigentlich auch so, ja. Warum soll ich Ihnen die anvertrauen? Mit deinem abgebrochenen ETH-Studium? Wieso müsste ich zu der Konkurrenz gehen? Dankeschön für die Präsentation. Gut, du gehörst dann von uns. Kürzlich, da hat er den kleinen Kindern von der Klimaerwärmung vorgelesen und behauptet, dass sie alle sterben müssen. Sie haben natürlich angefangen zu rennen. Am Abend rufen dann die Eltern wieder mehr an. Und dann sagen Sie Vitus doch, er soll Der Wolf und die 7 Geisli vorlesen, oder? Das ist eigentlich mein Job. Ich finde, der Vitus gehört in die richtige Schule und nicht in den Kindergarten. Außerdem ist er so frech. Frech? Statt Frau Pfenninger sagt er immer Obelix zu mir. Aber das ist ein Kompliment. Obelix ist sein Liebling. Oh, sorry. Hello? Leo? No way, you got it. Hang on a second. Ich nehme ihn gleich mit. Vitus? Komm, wir müssen gehen. Ciao, Obelix. Ich denke über Ihr Problem nach. Ich mag nicht mehr. Komm, die werden sonst soggy. Ist die auch. Hey. Oh. Ich liebe dich. Ich weiß. Und wisch den Lippenstift nicht ab, so alle wissen, dass du besetzt bist. Also, ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Also bis um 7:30 im Okay. Bye. Listen, Vitus. Du musst ab jetzt nie mehr im Kindergarten. Mega. Und wenn ich arbeite, kommt ein Babysitterin zu dir. Wieso? Ich bin doch kein Baby. Sorry. Dann halt eine Freundin. Sie heißt Isabel. Sie kommt heute Abend. Wir gehen in ein Konzert. Okay? Aber heute Abend muss ich üben. Du kannst den ganzen Tag üben. Darf ich? Sicher? So schnell so hoch auf hat es in dem Haus noch niemand geschafft. Ah, Isabel. Grüezi, Frau von Holz. Ich bin Helen. Komm rein. Vitus nimmt jeden Abend einen Duschen. So, ich glaube, jetzt weißt du, wo was ist. Und nochmal, wenn Vitus übt, darfst du ihn auf keinen Fall stören, okay? Okay. Mach's gut. Ciao, Vitus.
bin am Lesen. Darf ich nicht reinkommen? Bis ruhig lesen. Hast du gewusst, dass ich die Fledermaus gemacht habe? Ich habe sie dir geschenkt, zum ersten Geburtstag. Sie heisst Abraham. Abraham? Abraham? Dann schöner Name. Mein Gott, ist der groß. Hast du etwas dagegen, wenn wir ein paar Blümchen pflücken? Hallo? Du grausiges Tierli. Ich brauche nur ein paar Blümchen. Hast du gesehen? Du musst nur anständig fragen. Warum bringst du meiner Mutter immer Blumen? Weil sie mich an deine Großmutter erinnert. Zeigst du mir mal ein Foto von ihr? So viel Schönheit geht auf kein Foto. Uns haben wir den Zug verpasst. Ja, dann nehmen wir halt den nächsten. Wand frisch gestrichen, neue Möbel. Ist der Wohlstand ausgebrochen? Was heisst der Wohlstand? Du willst nicht einen Anzug von mir anlegen, wenigstens? Wenn du nicht nobel genug bin für deine Abendgesellschaft, kannst du mich auch wieder ausladen. Sehr schöne Blumen hast du mir diesmal mitgebracht. Ja, die sind von einem besonderen Blumenhändler. Du bist noch charmanter als dein Sohn. Ja, das ist ja nicht so schwierig. Wo ist der Vitus? In sein Zimmer. Das ist eine grosse Toilette. Ich glaube, der Kostümball ist nicht für mich. Ich komme mit dir, Nein. Großvater. Das geht nicht. Du bist der Gastgeber. Du musst da bleiben. Einen schönen Abend. Und du bist eigentlich der kleine Bauer. Champagner? Cheers. Zum Wohl. Sehr schön wohnen Sie da. Typisches 30er Jahre. Ja, es wird bald heruntergebrochen, aber so können wir wenigstens die Miete bezahlen. Going public zum richtigen Zeitpunkt. Könnte unter Umständen ein genialer Schachzug sein. Ah ja, Sie wollen mit der von Axis an die Börse? Meine Nase sagt mir, dass unser Cattier-Projekt für die Spekulanten ein gefundenes Fressen sein wird. Entweder wir gehen mal zugrunde oder wir landen der Welthit. Ich bin optimistisch. Habe ich mein Gefühl. Trotzdem, ich bin gegen einen Gang an die Börse. Es geht einfach um zu viel. Herr von Holzen, Sie werden entweder unsere Rettung sehen oder unser Verderben. Ich hoffe weder das eine noch das andere. Nick, schau mal das schöne Buffet. Die hast du so gerne. Ah ja, Entschuldigung. Ungeniert bedienen Sie sich. Danke. Wir wissen, wie es geht. Wieso hasst er mich? Weil deine Frau viel schöner ist als seine. Stimmt. Den kriegst du schon herum. Nein, ich bin absolut unmusikalisch. Dafür ist mein Gottenkind umso musikalischer. Ah ja? Wahnsinn. Interessant. Mein Mann wäre um ein Haar auch Pianist geworden. Ah, Das ist lang her.
Oh, pardon. Spielen Sie Klavier? Nein, unser Sohn. Oha, eine talentierte Familie. Aber nicht so schwierige Literatur. Doch. Er hat eine sehr gute Lehrerin und der nimmt seit einem halben Jahr Stunden. Seit einem halben Jahr, das glauben Sie wohl selber nicht. Er spielt nicht wie ein großer Meister. Leo? Willst du uns etwas vorspielen? Mhm. Nicht? Hm? Einmal, komm. Hm? Sicher alle Freude. Was spielt er? Die wilde Reiter von Robin Schumann. Come on, do our guests a little favor. Vitus? Ein süßer kleiner Kerl. Man spürt schon, dass er musikalisch ist. Schön. Wunderkind. So wie ich noch nie erlebt. Ist natürlich jetzt erst 6, aber wir hoffen schon. Also mir schlägt er wieder bald nicht nach. Man hat uns gesagt, sein IQ ist über den messbaren Bereich. Aber ich verstehe nichts davon. Ich bin zu dumm. Hast du Ihnen Leo schon lange gesagt, dass das Jahrhunderttalent auf uns zukommt? Weißt du noch? Das Horoskop. Im Waldweiher. Sie tragen da natürlich eine riesengroße Verantwortung. Also gerade als Mutter. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Denn alle großen Pianisten waren in ihrer Kindheit sogenannte Wunderkinder. Ja, ohne Ausnahme. Einerseits, Sie müssen Ihren Sohn ganz gezielt fördern. Je früher, desto besser. Am besten gleich an einem Konservatorium. Meinen Sie? Das sind Sie nicht nur Ihrem Sohn schuldig, nicht? Also das sind Sie vor allem auch der Musik schuldig. Ja, jetzt weiß es die Welt. Wir haben eine richtige Wunderkind. Und ein saufrecher Bengel. Ja. Ja, aber der Knack hat vielleicht recht. Wir müssen ihn viel gezielter fördern. Weißt du, was er jetzt nicht lernt, das kann er später nie mehr aufholen. Ja, aber wir dürfen ihn jetzt nicht unter Druck setzen. Sonst macht er genau den Gegenteil. Ja gut, aber ganz ohne Druck geht's nicht. Was braucht der Vitus? Genau wie du. Im Prinzip haben Sie ja völlig recht. Aber wir sind als Hochschule auf erwachsene Studierende eingestellt. Der junge Mann geht ja noch nicht mal in die erste Klasse. Aber Sie haben doch Natürlich habe ich seine herausragende Begabung erkannt. Darum habe ich mich entschlossen, dass er bei uns anfangen kann. Hast du gehört, Vitus? Bei so weiteres gebe ich ihm selber Stunde. Nein, das ist nicht wahr. Oh, vielen Dank. Thank you. Sie sind ein ausgebildeter Konzertpianist? Er ist bei mir in guten Händen. Freust dich, Vitus? Mhm. Natürlich, er wird weiterhin Klavierunterricht nehmen. Nur nicht bei Ihnen. Mhm. Verstehen Sie mich nicht? Hören Sie mir jetzt mal zu.
Er ist unser Sohn und Sie sind einfach nicht gut genug für ihn. Ja, es tut mir auch leid, Frau Piantoni. Schicken Sie mir die Rechnung. Ja, auf Wiederhören, Frau Piantoni. 6 months of piano lessons. And she thinks she owns him. Wo ist er denn überhaupt eigentlich? In sein Zimmer. Er kommt nicht mal für Essen raus. Er will unbedingt bei die Frau Piantoni bleiben. Er liebe sie, hat er gesagt. Vitus? Ich habe dir etwas mitgebracht. Komm raus. Hm? Vitus, hebst du mal den Spanten? Ja, ich sehe einfach nicht ein, warum das nicht funktionieren soll. Du weißt ja, was Aerodynamik ist. Also, durch die Wölbung gibt es von unten ein Luftküssen und dann fliegt es. Jetzt müssen wir nur noch so eine seidige Haut finden, die Fledermäuse haben. Sehr gut, seidige Haut. Haha, ja, seidige Haut. Willst du lernen sagen? Hä? Komm. Okay. Ich zeig dir's. Also, hebst da und dann gehst du da immer am Strich entlang. So. Okay, mach. Ich glaube nicht, dass ich mit der spielen darf. Das ist nicht Spielen, wir arbeiten. Also komm, mach. Heb, nein, du musst das Werkstück heben, so mit der Arm. Und jetzt. Ja. What is going on? Bist du wahnsinnig geworden? Wenn er seine Hände verletzt. Stell dir die Katastrophe vor. You're going completely mad. Completely mad. Hi, Helen. Wir bauen Flügel. Flügel wofür? Dank zum Fliegen. Schau, so sieht es aus, wenn sie fertig sind. Vitus, versprichst du mir, dass du nie wieder mit so gefährlichen Sachen spielst? Ich will nicht, wir arbeiten. Da bin ich der Chef. Und ich die Chefin. Ich gratuliere dir herzlich zum Geburtstag. Merci vielmals. Und wenn ihr das nächste Mal kommt, dann fliegen wir. Nein, das kannst du mir nicht antun. Okay. Nein, ich bin stolz auf dich. Ja, ich dich auch. Okay. Bye, Leo. Wir essen ohne Papa. Also, ciao, Isabel. Ciao. Tschüss. Vitus? Ciao. Wir gehen zu Sonja und Walter. Dein Essen ist auf dem Tisch, wenn du willst. Wir kommen erst so um 11, okay? Ja, ich weiß. Okay, bye. Tschüss. Wie lange willst du noch in deinem Zimmer bleiben? Bis ich erwachsen bin.
kannst du mir nicht helfen. Spinnst? Das ist doch viel zu schwer für uns. Willst du schon mitkommen? Bis wir erwachsen sind. Okay? Wirklich? Das finde ich aber mega krass. Willst du auch noch wissen, wie sich die Fledermäuse fortpflanzen? Nein, nicht wirklich. Was willst du eigentlich mal werden? Weiß ich doch nicht. Du weißt so viel und das weißt du nicht. Ich will Rocksängerin werden. So schön. It's great to be here in Zurich tonight. How are you doing? Are you ready to rock? Oh yes, that's the way we like it. Isn't that right, Vitus? That's right, Isabel. Die haben den Licht angelassen. Stimmt. It's empty. Was? Isabel? Isabel? Aufstehen. Hallo? Isabel, komm, stand auf. Komm, ich bring dich heim. Hm? Geht's? Isabel, was habt ihr gemacht? Ich weiß nicht mehr. Hm? Komm. Komm. So, da bin ich wieder. Was ist in dieses Mädchen gefahren? Hast du sie gefragt? Wie kommen Sie dazu, Vitus Alkohol zu geben? Komm mal mit. Du hast sie gefilmt? Mhm. Mit einem Sensor. I don't believe it. My dress. Mein Schmuck. Leo, wir brauchen einen neuen Babysitter. Okay. Aber tanzen kann sie gut, hm? So geht's nicht. Überlegst du doch nochmal. Please. Sorry, aber ich habe mich entschieden. Was ist denn mit deiner Karriere? Vielleicht ist es meine Karriere. Sogar die Fachleute sagen es. Jetzt oder nie. Bist du ruhig? Bist du krank? Willst du mir etwas sagen? Ich warte schon den ganzen Tag drauf. Okay.
Dann lass mich raten. Bist du verliebt? Ich sicher nicht. Aber ich weiß schon, wer ich heiraten will, wenn ich mal groß bin. Tatsächlich. Und wer ist sie? Jetzt erzähl mir ein bisschen davon. Wenn du unbedingt willst, aber es ist noch geheim. Okay, top secret. Isabel? 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 Mama, wann kommt Isabel? Vitus, ich habe eine große Überraschung für dich. Das ist eine neue Babysitter. Ich. Ich brauche keine Babysitterin. Und Isabel ist im Fall meine Freundin. Listen, Isabel kommt nicht mehr zu uns. Sie ist zu jung, sie kann nicht eine so große Verantwortung tragen. Komm, wir üben zusammen Klavier. Nein, ich will, dass Isabel wiederkommt. You crazy? Spinnst du? Hallo? Wer ist da? Ich komm runter. Vitus, das kannst du nicht mit mir machen. Vitus! Vitus! Open up! Sweetheart, will you open up, please? Vitus! Mach sofort die verdammte Türen auf! Vitus, mach die Tür auf! Verdammt! Ich gebe dir noch eine einzige Chance! Entschuldigt der Hausmeister mit dem Brecheisen, ja? Zähl auf 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
Schaut mal, der Professor kommt wieder mal mit dem Taxi zu. Also wenn jetzt wenigstens normal wieder anlegen, ein bisschen Klugscheiße. Du, unser Kleinwixus ändert das schon, wenn er in die Pubertät kommt. Der Zinssatz beträgt 1,258% und wird laufend gutgeschrieben. Wie viel Geld ist nach 322 Tagen auf seinem Konto? Ohne Taschenrechner bitte. Offenbar weiß schon jemand die Lösung. Vitus. Nein, Herr Lehrer. Aber ich könnte es schnell für Sie ausrechnen. Also los. Wenn das Konto weder Guthaben noch Belastung aufgewiesen hat, beträgt der Marktzins 216,6. Also würden nach 322 Tagen etwa 19.466,6 auf dem Konto liegen. Stimmt. Aber dein arrogantes Gehabe geht mir langsam aber sicher auf den Geist. Entschuldigung, Herr Lehrer, aber wenn ich Ihnen auf den Geist gehe, dann sind wir in diesem Schulzimmer immerhin schon zu zweit, die über einen solchen verfügen. So, jetzt langt's. Jetzt nimmst du die Sache und gehst raus. Okay. Die Schule hat wieder angerufen. Ah ja. Was hat er jetzt wieder angestellt? I don't know. Sie wollen mit uns reden. Mit uns reden? Geht ihr Mittwoch um 3? Nein, nächste Woche. Nein, keine Chance. Leo, es ist wichtig. Ja, ich weiß. Ich finde es wirklich sehr schade, dass Ihr Mann verhindert ist. Ich auch. Sorry. Sie können übrigens ruhig Dialekt reden. Also, wie gesagt, wir brauchen dringend eine Lösung, Frau von Holzen. Ihr Sohn sabotiert wirklich auf jede Schulstunde. Er lässt keine Gelegenheit uns, die Lehrer lächerlich zu machen, am liebsten vor der ganzen Schulklasse. Meine Leute weigern sich, ihm weiterhin Unterricht zu geben. Aber Sie können doch ein Kind nicht rauswerfen, nur weil es vom Schulstoff unterfordert ist. Da hat er absolut recht, aber dafür gibt es ja für so viele Sonderschulen, sowohl für Minderbegabte wie auch für Hochbegabte. Der Vitus vergeudet in ihrer Schule einfach seine Zeit. Und wie ist es mit ihm? Mein Mann und ich haben grundsätzlich etwas gegen zoologische Gärten. Eine Sonderschule kommt für uns nicht in Frage. Tja. Dann würde ich mit eurer Erlaubnis der Vitus gerne zur Maturitätsprüfung anmelden. Mit 12 Jahren? Ja, warum nicht? Gut. Sehr gut. Aber die Rössli gehen da noch ein bisschen durch. Die linke Hand muss das Metrum heben. Das ganz verhaltener. Weißt du, was ich meine? Nein. Die Synkope da. Tenuto. Ich finde es langweilig. Ah. Ja, dann probieren wir doch. Zweites System, zweitletzter Takt, aber bitte ein bisschen langweilig.
Stückchen wählen? Hm? Ja, gern. Ja, da. Danke. Willst du jetzt Matura machen? Weiß nicht, was bringt. Ja, also kannst du eine Uni oder eine TTH. Und als Ingenieur verdienst du einen Haufen Geld. Und Klavier spielen kannst du trotzdem noch nebenher. Kannst du mit 13 schon an die ETH? Ja gut, das ist vielleicht schon ein bisschen früh. Aber kannst du bei uns ein Volontariat machen? 2-3 Jahre. Dann kannst du etwas erfinden, wie dein Papa. Weißt du das da? Das ist zurzeit das Hörgerät der Hörgeräte. Weltweit. Boah. Das ist im Prinzip die Weiterentwicklung vom Gettier und vom Betty. So eine Art Rolls-Royce. Genau. Mit dem hat von Axis ihren Umsatz verzehnfacht. Wenn ich da jetzt mal Aktien gekauft hätte, dann wären wir jetzt reich. Wir sind doch reich. Ja, aber ich meine wirklich reich, weißt du? Du, soll dir das Geheimnis verraten? Hm? Der Boss, der geht bald in Pension und man munkelt, dass ich die Firmenleitung übernehmen soll. Geil. Also du wirst der CEO von der Phonaxis werden. Holzanlange. Ja. Du, Entschuldigung, wo sind wir stehen geblieben? Ah ja, also, du brauchst eigentlich eine richtige Karriereplanung. Weißt du was, wir schauen das zusammen mal an. Von Holzen? Sally Klaus? Was ist mit diesen Chips? Nein, im Prinzip habe ich keine Zeit, aber schieß mal los. Aha. Nein, da kann ich dir jetzt auch nicht... Ja. Du hast einfach... Genau. Fledermausforscher, Architekt, Chemiker, willst du alles nicht? Vielleicht bist du doch der geborene Schreiner, dann könntest du später meine Werkstatt übernehmen. Nein. Wie wär's mit Banker, Taxifahrer? Jetzt weiß ich. Pilot. Hä? Pilot. Nicht einmal Pilot willst du wählen. Jetzt wird's langsam eng. Vielleicht Metzger, Tierarzt, Chirurg. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Am liebsten wollte ich jemand anders werden. Wie wer zum Beispiel? Ich weiß nicht. Egal. Einfach normal. Etwa so normal wie ich. Nein, noch normal. Ja, dann wird doch normal. Aber wie? Eben mal. Wenn du nicht entscheiden kannst, dann musst du manchmal etwas von dir selber, was du gerne hast, über den Bach rühren. Bitte. Du hast heute nur 2 Stunden geübt. Wenn man muss Verhalten spielen muss man auch Verhalten üben. Red nicht so dummes Zeug. Off you go. Okay. Schloss. Schau, sie kommt uns sogar entgegen. Das ist sie. Ja, das ist sie.
Gina Foy's die Klavierlegende herself. Sie sieht aus wie eine Fledermaus. Vitus. Du bist also Vitus. Freut mich, dich kennenzulernen. Bitte, nimm doch Platz. Was wirst du mir vorspielen? Ich möchte lieber, dass Sie mir etwas vorspielen. Ich dir? Das ist sehr lieb von dir, aber weißt du, ich bin viel zu neugierig, wie du zum Beispiel die E-Moll-Sonate von Scarlatti spielst. Ja. Also gut, ich werde etwas für dich spielen, aber erst nach dir. Go on, Vitus, play. You're wasting Madame Foy's time. Ich habe keine Lust. Wenigstens mir zuliebe. Wieso immer dir zuliebe? Machen Sie sich keine Sorgen, Madame. Es ist für einen guten Pianisten viel wichtiger, gute Eltern zu haben, als gute Lehrer. Vitus, du sollst weder deiner Maman noch mir zuliebe vorspielen. Nimm dir Zeit, bis du Lust verspürst, der Musik zuliebe Piano zu spielen. Kalte Vernunft und ein warmes Herz. Das ist es, was einen großen Pianisten ausmacht. Deswegen will ich Tierarzt werden. I just hope you're satisfied. You want to be a pianist, forget it, once and for all. Kann ich übers Wochenende zum Großvater? Auf gar keinen Fall. Weißt du, wie viele junge Menschen warten auf eine Chance wie das? Aus der ganzen Welt pilgern sie hierher, um ein einziger Piano-Lesson zu kriegen. Und du? I'll never forgive you for this. Do you hear me? Never. Vitus? Sie kommen. Come on, sweetheart. Wir sind hier!
Glück im Unglück. Aufgrund von unseren Untersuchungen haben wir keinerlei Verletzungen feststellen. Gar nichts. Nicht einmal ein Hämatom. Eigenartigerweise. Ich meine, bei einem Sturz aus dieser Höhe. Aber eben, bei Kindern erlebt man immer wieder Sachen, die an ein Wunder grenzen. Immerhin haben die Flügel noch ein Stück weit getragen. Ja. Aber er ist doch kein Ikarus zum Glück. Er ist immerhin bewusstlos. Ja, im Moment ist die Diagnose eine mittelschwere bis schwere Hirnerschütterung. Was heißt im Moment? Es gibt Verletzungen, die sich teilweise erst nach ein paar Tagen bemerkbar machen. Und bei allfälligen Hirnverletzungen sind Spätfolgen halt nie 100%ig auszuschliessen. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder. Are you trying to fly away from me? You could have killed yourself. Do you realize that? Du brauchst lang. Entschuldigung. Ja, ich habe Zeit. Schwach. Was ist das? Hat mir mein Papi vorbeigebracht. Für meine Matur. Aha. Vitus, was machst du? Das ist nicht unser Auto. Oh. Komm. What's the matter, darling? Also Folgendes, Frau von Holzen. Wir haben unter anderem seine Sprach- und Lesefähigkeit getestet, auch sein Gedächtnis und die Wahrnehmungsfunktionen und haben eigentlich durchwegs normale Werte festgestellt. Was heißt es, normale Werte? Bitte nehmen Sie doch Platz. Normal seinem Alter entsprechend. Ihr Sohn liegt sogar leicht über dem Durchschnitt, Frau von Holzen. Besonders im logisch schlussfolgernden Denken. Und im IQ-Test? Ja. Haben Sie dem auch? Ja, aber zu diesem Zeitpunkt ist das für uns kein so relevanter Wert. Aber wenn Sie es unbedingt wissen wollen, so um die 120. 120? Der lag zuvor bei 180. Wie kann das sein? Ich weiß. Das ist schwer zu sagen. Auch für Unspezialisten ist das menschliche Gehirn noch immer ein Mysterium. Es gibt auch für so extreme Begabung keine wirklich plausible Erklärung. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Frau von Holzen, geben Sie sich selbst und Vitus ein bisschen Zeit. Er wird in den nächsten Wochen noch weitere Fortschritte machen. Sie wollen mich nur trösten. Vielen Dank. Ich kann Ihre Enttäuschung nicht ganz nachvollziehen. Sie haben immerhin ein gesundes, normales Kind. Vielen Eltern muss ich weniger Erfreuliches mitteilen. So, hört schnell zu. Ruhe bitte. Daniel, bist du gut? Ruhe. So, also, ich möchte euch gerne einen neuen Mitschüler vorstellen. Das ist der Vitus. Er war vorher in einem anderen Schulhaus, aber ab heute ist er jetzt bei uns. Schau, Vitus, du kannst dir gerade neben Jens abhöckeln. Wir haben dir einen Platz frei gemacht. He? Gut, und wir schlagen Hey, im Vitus, was geht? Sprache Oh, Jens. 35 auf und machen die Übung weiter, die wir gestern So? angefangen haben. Ja, so. Nicola, abstreifen, Fuß machen.
So, genau. Gestern haben wir gelesen, andere informieren. Dani, kannst du bitte vielleicht lesen, Informationen auswählen? Schau mal, spiel diesen Lauf und lass dir Zeit. Guck jetzt. S, and then S again, and then B, okay? S, tut dir das nicht in den Ohren weh? Wenigstens deine Finger sollten sich erinnern. Entschuldigung. Musik kommt aus dem Bauch, aus den Fingern, aus der Seele. Du bist nur auf den Kopf gefallen. Sorry, Mama. I'm sorry. Bist eigentlich nie einsam? Doch, doch. Die Einsamkeit ist das Schlimmste. Aber ich mache etwas dagegen. Ich schreibe Liebesbriefe. Wem? Bis jetzt immer nur der Annemarie, aber jetzt bin ich ein bisschen grosszügig geworden. Jetzt schreibe ich auch der schönen Frau, die im Zug vis à vis gesessen ist und glitzern auf dem See. Die Eiskunstläuferin im Fernsehen. Im Schatten, am Nachmittag unter dem Birnbaum. Und dann? Und dann? Countdown. 4, 3, 2, 1, 0. Die fliegen dann schön. Großartig. Gibt es ein Geschenk? Nein. Aber einen Sack, gell? Ja, gell. 39 Franken, bitte. Schlafmatt. Komm mal in die Bude. Ich will nur schnell in eine CD reinhören. Okay. Komm gerade. Yep.
Entschuldigung. Nein, ist schon gut. Mach dir keine Sorgen. Von mir erfährt niemand etwas. Ich bin stumm wie ein Stein. Versprochen? Versprochen. Bis an dein Lebensende. Bis an das Ende meiner Tage. Merci. Bitte? Du bist unglaublich. Hast alle reingelegt. Die Lehrer, die Eltern, die Töchter. Super. Chapeau. Das Schwerste war, gegen dich im Schach zu verlieren. Okay, jetzt alle zusammen blasen für dich die wichtigste Kerze aus. 1, 2, 3. Also, meine Lieben, wie sich das für eine anständige Gruppe gehört, hat natürlich sofort das Horoskop von Vitus ausgerechnet. Er ist genau heute vor... Du rauchst? Mama, I love you. Ich dich auch. Ist das Luisa? Es war an deinem ersten Geburtstag. Darf ich mal? Aus astrologischer Sicht ist das Ganze eine besondere Planetenkonstellation. Falls meine Berechnungen stimmen, wird der Vitus nach dem höchsten und schönsten streben. Er wird sich schon im Kindesalter an geistigen und künstlerischen Werten orientieren. Die Inder würden sagen, ein Mahatma ist auf die Welt gekommen. Später. Vitus? Wo kommst denn du her? Bist du durchs Fenster reingeflogen? Darf ich mal das Horoskop sehen, das du von mir gemacht hast? Ja, klar. Interessierst du dich jetzt für Astrologie? Es ist eigentlich ein Mahatma. Vitus, was ist los? So einen verdammten Mega-Scheiß erzählst du über mich. Ja, gut, Vitus. Kannst du mir dann wenigstens sagen, wie der Fluss heißt, der durch Kairo fließt? Keine Ahnung. Hochdeutsch bitte, Vitus, Hochdeutsch. Keine Ahnung, aber ich könnte für Sie im Atlas nachschauen. Ja, gut. Zufälligerweise weiß ich, wie der Fluss heißt, danke. Dann wissen also die Lehrer immer mehr als ihre Schüler. Ja, das trifft sicher zu, ja. Also meistens. Also, dann wissen Sie sicher auch, wer die Dampfmaschine erfunden hat. Ja, natürlich weiß ich das. Das war der James Watt übrigens. Wieso hat denn nicht der Lehrer von James Watt die Dampfmaschine erfunden? Was ist? So langsam geht mir das Dach über dem Kopf zusammen. Die letzte Woche musste ich nochmal einen Kredit aufnehmen. Und jetzt gehört das Haus sozusagen der Bank. Nur zum Dach flicken? Nein, das kann ich selber. Ich habe ausgerechnet, dass ich nur noch 5 Jahre leben darf. Dann ist das Geld da. Aber dann frag doch meinen Papa. Den gibt er sicher. Beim Papa lebt selber schon auf Kredit. Was der heute ausgibt, verdient er erst in 6 Monaten. Aha. Sali, Leo, jetzt kommst du gerade eine Viertelstunde spät. Der Vitus ist schon zu.
Ja, ich weiss. Ich wollte dich wieder mal sehen. Aha. Ja. Ist ja ein Trümpel da hinten? Ja. Sorry. Sorry. Ah. Hast du überhaupt Zeit? Ich habe immer Zeit, siehst du ja. Komm. Hebst du mal. Wie geht's dir? Ja. Gestern haben wir den Halbjahresbericht angeschaut. Nein, dir, Leo, dir, nicht der Firma. Ja, ich weiß. Es ist einfach alles viel schlimmer, als wir erwartet haben. Du hast nur noch einen. Ja, ist der letzte, die anderen haben dir gegessen. Ja. Weißt, in der Branche haben alle das Gefühl, von Axis boomt, aber eigentlich stecken wir knietief in der Scheiße, oder? Mhm. Willst du einen Kaffee? Oh ja, gerne. Du siehst müde aus. Es gibt schon interne Listen. Wer alles entlassen werden. Nächste Woche müssen wir die Zahlen veröffentlichen. Und was sagt Helen dazu? Die hat schon genug Probleme mit dem Vitus. Ah? Immer noch? Sie redet nie drüber, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie nach wie vor hofft, dass irgendwann alles normal wird. Im Vitus im Kopf wie früher. Willst du noch einen? Ja, gern. Pass auf deinen schönen Anzug auf. Ah, ja. Merci. Ist dir nie etwas aufgefallen? Dass er wieder mal versucht hat, Klavier zu spielen? Oder Schach? Tja, mein lieber Leo. Das tut mir leid, da muss ich dich enttäuschen. Spaghetti? Ja. Hi. Hallo. How was your day? Katastrophe. Warum? Ich brauche jetzt zuerst mal ein Buch. Hast du gegessen? Spaghetti alla Padre. Ah. Du hast schlechte Nachrichten. Der Halbjahresabschluss ist ein absolutes Desaster. Ich sehe schwarz. Was ist das? Ein neues Game? Nein, der Börsenkurs. Geil, ein Börsengame? Vielleicht. Das Börsenzeug ist doch mega übel. Überhaupt nicht. Die Börse ist genial. Hast 1000% gewinnen, aber nur 100% verlieren. Ich weiss es aus erster Hand, dass von Axis-Aktien massiv werden sinken. Und weil wir von dem Insiderwissen noch mehr profitieren können, kaufen wir Put-Optionen auf den Titel. Dann ist dein Risiko gleich null. Ich gemeint, das sei verboten. Mit dem Gewinn kaufen wir Technologietitel bei der Nasdaq oder chinesische Redships-Aktien. Eine andere Möglichkeit wäre, in Hedgefonds zu investieren. In no time können wir ein riesiges Vermögen einfahren. Du musst nur da unterschreiben. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe gar nicht gewusst, dass jeder Löli via Internet jetzt Börse.
Und was unterschreibe ich da genau? Mit deiner Unterschrift kann ich über deinen Online-Account an die Börse. Unser Codename ist Dr. Wolf. Dr. Wolf. 340.000 Franken. Das sind meine Ersparnisse, mein Haus, meine Altersvorsorge. Das ist alles, was ich habe. Wenn du das Geld verlierst, dann bin ich in no time auf der Straße. Flüger sind auch am sichersten, wenn sie am Boden stehen. Aber sie sind da zum Fliegen. Smart. Ja, warum soll ich das lesen? Ich verstehe es doch nicht. Es ist 2. Das müsste doch jetzt bekannt sein, oder? Hm. Hä? Wie spät ist es? 4. Ich halte das nicht mehr aus. Ich gehe jetzt schlafen oder spazieren oder beides. Kommt noch ein Herzinfarkt über. Jetzt! Nein, das geht alles ab. Nein, Großvater, das ist gut, das wollen wir. Ja? Ja! Bist Millionär? Ja? Ja! We did it! Hallo Vitus. Hoi. Du bist aber ein bisschen spät, hä? Ein lieber Gruß vom Großvater. Ja, danke. Haben Sie schön gehabt zusammen? Ja. Heute war ein schwarzer Tag, sogar ein rabenschwarzer. Was ist passiert? Nein, das ist viel zu kompliziert. Das hat etwas mit der Börse zu tun. Unsere Firma ist in der tiefsten Krise seit der Gründung. Und jetzt versuche ich, das Schlimmste zu verhindern, aber ich habe keine Ahnung, wie. Manchmal muss man halt den Baum fällen, um Früchte zu retten. Hm? Ist etwas? Kann er helfen? Nein. Ich habe nur gerade etwas gedacht. Kannst du mir eine CD empfehlen? Was stehst du so? Auf die Spice Girls und so. Die müssen wir schauen. Oh, die Spice Girls sind wir leider nicht mehr im Sortiment. Ich müsste sie noch abstellen. Aber lass doch mal die hin. Oder... Ja, die würden sicher auch noch gut gefallen. Die laufen momentan sehr gut. Oder... Ja, von der ist viel. Großvater! Was ist denn das?
Vitus, komm, mach, sitz inne. So geil. Ich bin vor ein paar Tagen auf der Bank, Vitus. Schau. Lake of Constance. 3.271.000 und irgendetwas ist auf dem Konto. Dank deiner Finanzkünste habe ich mir den Flugsimulator leisten. So geil. Schau, Alterie, bist du? 1 minute to go. Jetzt landen wir nicht. Herrgott, sag nein. Ich schaff's nicht, ich muss durchstarten. Man sollte halt nicht so viel reden beim Landen. Also, ich habe es ausgerechnet. Ich kann jetzt etwa 130 werden. Super. Super. Darf ich auch mal fliegen? Ja, mit mir als Co-Pilot schon. Hoi. Ich habe sogar die Firmenleitung überzeugen, dass es vielleicht auch eine Chance kann sein kann, Ja? wenn der von Axis-Kurs mal im Keller ist. Dann ist der Boss aufgestanden und hat gesagt: Ich danke dir, Leo. Dein Plan überzeugt auch mich. Aber in dieser Frage habe nicht mehr ich das letzte Wort, sondern mein Nachfolger. Hoi, Vitus. Hoi. Ich habe vor 35 Jahren die Firma von meinem Vater übernommen, mit 8 Angestellten. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das Zepter weiterzugeben. Dann haben alle auf mich geschaut, oder? Ausser der Nick. Jetzt war es nicht so spannend. Und dann hat der Katze zum Sack gelassen. Ah. Ich habe mich für meinen Sohn Niklaus entschieden. Aber das ist doch voll paradox. Ja, das ist wirklich paradox. Ja, und dann später ist dann der Chef zu mir gekommen. Er hat gesagt: Ich danke dir, Leo. Du hast Stil und Größe gezeigt. Stoßen wir an auf die Phonaxis. Dann habe ich gesagt: Was auf Phonaxis? Auf deinen Sohn. Und dann hat er gesagt: Weißt du, es gibt Familie und es gibt Firma. Für was hättest du dich an meiner Stelle entschieden? Und dann habe ich gesagt: Ich an meiner Stelle habe mich auch für meinen Sohn entschieden. Die Liquidität von einer Firma ist wie der Sauerstoff im Hirn. Geht er nur einen kurzen Moment aus, ist es tot. Darum sehe ich in dieser Massnahme noch die einzige Chance. Aber das ist kein Sanierungsplan, das ist eine Kapitulationserklärung. Es wird sich für uns nichts verändern. Sie werden alle Entscheidungen weiterhin uns überlassen. Aber Nick, das ist naiv. Wer zahlt, befiehlt. Sie wollen nur ihr Geld investieren. Nein. Verena, meine Herren, jetzt, wo unsere Firma keinen Wert mehr hat, an die Amis verkaufen, das ist strategisch absoluter Schwachsinn. Oder?
Was ist? Sagt niemand etwas? Ich glaube, außerdem ist allen klar, dass von Axis muss den Gürtel enger schnallen. Das heisst, wir müssen alle am gleichen Strick ziehen. Und das tut unser werte Mitglied von der Geschäftsleitung, Leo von Holzen, schon ein ganzes Weile lang nicht mehr. Darum, Leo, wäre es besser, wenn du deinen eigenen Weg gehen. Was soll das jetzt heißen? Ja, du hast schon richtig verstanden. Du bist frischlos entlassen. Ich war gestern wieder mal auf der Bank. Und da haben wir doch das letzte Mal 3.271.000 und etwas auf dem Konto gehabt. Ja, und das Mal sind es schon 5.736.000 und etwas gewesen. Wie kommt das? Das könnten vielleicht Zinsen sein. Zinsen? Aha. Oh ja, 75% Zinsen. Sag mal, wie kann man eigentlich so viel Geld verdienen, ohne zu arbeiten? Ganz einfach. Das Geld schaffen lassen. Ist das Stine? Sine. Lene. Sie dürfen alles. Außer fliegen. Okay. Wo ist die Batterie? Neben dem Funk. Da? Mhm. Und dann der Starter. Da? Ja. Und dein Vater ist also auf Geschäftsreise? Zu Peking, hast du gesagt? Richtig. Er hat mir gesagt, ich sollte mir etwas Schönes aussuchen. Er wird sicher begeistert sein. Sicher. Und was machen wir mit dem Endausbau? Das können Sie auch mir überlassen. Das Geld haben Sie ja schon auf dem Konto. Ich glaube, eine Jahresmiete voraus. Okay. Hoi. Ciao. Ja, was haben wir denn da? Alles nur klassisch. Ist schon genug von Hip-Hop. You're connected with the Dr. Wolf Holding. We are not in at the moment. Please leave a message after the beep. Hi, Mr. Wolf. This is Sam Kapinski calling. The reason is to make you a very good offer concerning Argentinian junk bonds. Would you please call me back as soon as...
Schluss. Was? Ja. Was? Ja, Schluss. Er ist mit einander gegangen. Ich habe es von Anfang an gewusst, dass das so einer ist. Was hast du denn mal gesehen? Ach, vergiss es. Lass mich in Ruhe. Hey, lass mal. Das muss ein Raubkopie sein. So etwas mega Geiles habe ich noch nie gehört. Vitus. Isabel. Kennst du die russische Pianistenschule? Ah. Mama? Mama? Wow, da bin ich noch nie gewesen. Ich liebe eben die Anonymität von der Gegend. Guten Appetit. Danke. Ist mega fein. Aber gerne, wir machen 50-50, okay? Kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist noch für dich. Was ist das? Ein kleines Geschenk. Das ist aber nicht echt. Sicher schon. Du spinnst. Ein Diamantring. Das kann ich nicht ahnen. Und sowieso, wieso schenkst du mir überhaupt einen Ring? Weil ich dich liebe. Weil du mich liebst. So richtig. Meinst du mit allem drum und dran? Logisch. Schau, ich liebe dich auch. Aber weisst, als ich noch deine Babysitterin war, da bist du für mich wie mein eigener kleiner Bruder. Und das ist für mich jetzt immer noch so. Was ist mir überhaupt zu? Es ist zwar statistisch erwiesen, dass die Frauen im Schnitt 7 Jahre jünger sind als ihre Ehemänner. Aber ich finde das ein totaler Blödsinn, weil Männer im Schnitt 7 Jahre früher sterben. Und darum die meisten Frauen etwa 14 Jahre verwitwet sind. Im Rechnen bist du offensichtlich immer noch ein Genie. Wir würden also etwa gleichzeitig sterben. Und außerdem ist Libido bei der Frau etwa 10 Jahre später als beim Mann am aktivsten. Die Libido? Genau. Darum funktionieren so viele Beziehungen nicht. Die Frau sollte eben immer älter sein als der Mann. Wir wären ein ideales Paar. Oh, ich glaube, unser Essen kommt. Geiste, Popie, กระทงทอง Tempura und Sushi Sesame. Guten Appetit. Danke. Isabel, du bist die Liebe von meinem Leben. So,
Und wie wär's denn mit dem Sex? Es könnte von mir aus auch noch warten. Es ist nur ein fakultativer Austausch von genetischem Material. Vitus, ich bin eine Frau und du bist 12. Das ist doch nur eine Zahl. Ohne dich kann ich nicht leben. Dann muss ich dir jetzt beweisen, dass du das kannst. Ciao. Mama? Nein! Vitus, endlich. Wie siehst du denn aus? Wo warst du? Nein, lass mich. Nein, Großvater, nein. Das darfst du nicht. Weißt du, er hat das Dach flicken und ist runtergefallen. Was hat er für einen Anzug an? Kann dir helfen? Willst du aufstehen? Aber da drin ist mein Schreibzeug. Könntest du mir es geben? Danke. Oh. Komm, sitz. Du musst keine Angst um mich haben. Ich bin geflogen. Richtig geflogen? It's top secret. Bin stumm wie ein Stein. Erinnerst du dich an das Schiebetor? Mit dem vergitterten Tag beim Flugplatz. Mit der Kette und dem Messingschloss. Ja, das zu der Piste. Ja, genau da. Weißt du, nach 300 Stunden im Flugsimulator ist mir zu langweilig geworden. Also habe ich den Zündschlüssel, der im PC6 geholt, bin zu meiner Werkzeugschublade und habe die Hebelschere rausgenommen. Ich bin zum Flugplatz gegangen. Das war ganz früh. Ein wunderschöner Morgen. Und ganz ruhig. Alles hat auf den Tag gewartet. Ich habe die Kette durchgeklemmt. Und ganz langsam das Tor aufgeschoben.
Das grosse Tor zu der Startbahn war zwar zu, aber ein PC-6 kann auch ohne Startbahn. Man muss nur bei angezogenen Bremsen Vollgas geben, bis die maximale Drehzahl erreicht ist, dann Bremsen lösen und nach etwa 40 Metern in einem Winkel von 45 Grad Teil in den Himmel stechen. Ja. Sogar die Vögel waren neidisch. Liebe Helen, lieber Leo und lieber Vitus. Habe ich euch schon gesagt, dass ich euch liebe? Vielleicht, aber bestimmt nicht oft genug. Also, ich liebe euch. Hallo, Herr Dr. Wolf. Luisa Meichtri vom A-Verlag. Entschuldigung, Herr Wolf. Entschuldigung, Luisa. Du bist meine einzige Rettung. Du musst mir helfen. Es geht um den Leo. Da müssen wir von Axis aufkaufen. Hast du doch gewusst? Du bist so ein Schlitzohr. Ich nenne dich zum CEO von der Dr. Wolf Holding. Als Nachfolgerin von meinem Großvater, der vor 3 Wochen gestorben ist. Was? Von was redest du? Ich bleib da liegen, bis der Golfspieler Arsch mich wieder zurück in die Firma holt. Ich glaube, so lange können wir die hohe Miete nicht bezahlen. Was ist jetzt das? Ist das englischer Humor oder was? Please, ruf Nick doch einfach an. Ich?
Der Ball ist bei ihm. Leo, give him a chance. Du weißt, er kann sein Gesicht nicht verlieren. Ich mis auch nicht. Komm, schön. So. Auf deine Phonoxis. Auf meinen See, ja. Zinn. Du meinst auf deine Strohfrau? Leck, ist das ein Stress gewesen. Erzähl. Tut das gut. Du hättest die Gesichter von diesen Amis sehen sollen, wo ich ihr das allerletzte Angebot von 400 mit 420 überboten habe. Der Bobby, ihr Delegationschef, hat total die Nerven verloren. «Your boss is a terrible businessman, let's go», hat er geschrauen. Der verarscht uns, die Aktien sind nicht einmal die Hälfte von dem wert. Recht hat er. Bevor er mit seinen Leuten abgerauscht ist, hat er vom jungen Hoffmann noch wissen, ob der Dr. Wolf eigentlich sein Freund sei oder was. Echt? Was hat er gesagt? Das Einzige, was er von dem Wolf wisse, sei, dass er in Bankerkreisen das Phantom der Börse genannt werde. Geil. Dann habe ich die Verkaufssumme in den Vertrag hineingeschrieben und einem Hoffmann angelegt. Auf der letzten Seite. Er hat ihn voll unterschrieben. Das hast du super gemacht. Nachher beim Apero hat er natürlich wissen, wer hinter der Dr. Wolf Holding steckt. Und? Ich habe ihm nur gesagt, dass der Herr Dr. Wolf vor ein paar Tagen verstorben sei und dass sein Alleinerbe sich in ein paar Tagen bei ihm melden werde. Soll ich Paul? Ja, was machst du da? Etwas erledigen schnell. Ich kann es einfach nicht fassen. Ja, ich weiß. Sorry, Nick. Los, ich muss dir zurückrufen. Es geht um die Existenz meiner Familie. Ich will meinen alten Job zurück. Von mir aus wieder in der Montageabteilung zu den alten Bedingungen. Du elender Zyniker. Aber weisst, die Genugtuung, mich fristlos zu entlassen, die gehen dir nicht. Da, das ist meine Kündigung. Lieber Leo, nachdem ich in Erfahrung bringen konnte, dass sich hinter der Dr. Wolf Holding dein kürzlich verstorbener Vater versteckt hatte und du als Alleinerbe und Besitzer der Phonoxis geworden bist, sehe ich für mich keine Zukunft mehr in dieser Firma. Findest du's? Lieber Helen, lieber Leo und lieber Vitus, habe ich euch schon gesagt, dass ich euch liebe? Vielleicht, aber bestimmt nicht oft genug. Also, ich liebe euch.
Helen und Leo, ihr seid das wunderschönste Paar seit der Erfindung der Ehe. Und du, Vitus, mein bester und treuester Freund. Ihr macht mich glücklich. Jetzt in diesem Augenblick und immer, wenn ich an euch denke. Denn auf eure Liebe füreinander steht die Welt. Kein Wunder ist daraus ein wundersamer Mensch wie Vitus hervorgegangen. Ein Abschiedsbrief von deinem Vater. Bitte verzeiht mir für jede Minute, die ich ihn euch geraubt habe. Dafür werde ich jetzt euch, liebe Helen und lieber Leo, im Tod ein Geheimnis verraten, welches ich Vitus versprach zu halten, solange ich lebe. Euer Vitus ist nicht auf den Kopf gefallen. Sein Kopf funktioniert so prächtig, dass er sogar wusste, wie er uns alle an der Nase herumführen konnte. Aber nehmt es ihm nicht übel. Wie sonst sollte ein Kind einer Welt entrinnen, für die es eigentlich viel zu gescheit ist. Lebt wohl, euer Großvater. Hey, hallo! Kopf! Geh auf Stelle! Auf Stelle! PS. Und du, Vitus, folge weiterhin deinem Stern.